In diesem Video stelle ich euch kurz und knackig das Tabletop-Spiel Summoners vor. Dabei gehe ich auf die wichtigsten Mechaniken und Regeln ein und gebe Tipps, was ihr für den Einstieg braucht. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Summoners ist ein deutsches Tabletop-Spiel von NetherRealm Industry für 2 bis 4 Spieler und erschien offiziell 2020. Davor befand sich das Spiel einige Jahre in einer offenen Beta-Phase, sodass die Community die neuen Mechaniken ausgiebig testen und Feedback geben konnte. Summoners ist in der fiktiven Fantasy-Welt Kalundra angesiedelt, die in riesige, inselartige Bruchstücke zerbrochen ist. Diese Inselscherben werden nun von Magiern bereist, um mächtige Kristallfragmente zu bergen. Hierzu durchschreiten die Zauberer, die namensgebenden Summoners, magische Portale, um sich danach zunächst allein auf einer der Inselscherben wiederzufinden. Das Spielziel in Summoners ist das Erreichen von möglichst vielen Siegpunkten, zum Beispiel durch das Kontrollieren sogenannter großer Mana-Quellen. Dies stellt quasi das Erbeuten eines Kristallfragments dar. Auch das Ausschalten eines gegnerischen Beschwörers, also eines feindlichen Summoners, bringt Siegpunkte ein. Weitere Siegpunkte hängen ansonsten vom gewählten Spielszenario ab. Wer dann, nach üblicherweise 6 Spielrunden, die meisten Siegpunkte gesammelt hat, gewinnt die Partie. Die Spielfläche in Summoners ist meist 36 x 36 Zoll bzw. 91,5 x 91,5 cm groß. Darauf werden entsprechend des gewählten Szenarios zunächst mehrere kleine und große Mana-Quellen und eventuell noch weitere Objekte fix platziert. Danach folgt eine geringe Anzahl an generischen Geländestücken wie zum Beispiel Felsen, Wälder, Gebäude, Barrikaden oder Gewässer. Die auffälligste Besonderheit an Summoners ist, dass jeder Spieler zu Beginn nur seinen Beschwörer am Spielfeldrand aufstellt. Weitere Figuren bzw. Kreaturen können erst während der laufenden Partie herbeigerufen werden. Dafür und auch für jede andere Probe im Spiel wird mit 8-seitigen Würfeln gewürfelt. Jede Kreatur gehört einer Machtstufe von 1 bis 3 an. Kreaturen niedriger Machtstufen sind günstiger zu beschwören und im Spielverlauf leichter zu kontrollieren. Dafür sind sie natürlich etwas schwächer als Kreaturen höherer Machtstufen. Als Ressource zum Beschwören von Kreaturen wird Mana benötigt, das es nur zu Spielbeginn und am Ende jeder Spielrunde durch die unter eigener Kontrolle stehenden Mana-Quellen gibt. Starke Kreaturen benötigen beim Herbeirufen zudem noch ein Opfer in Form von Machtstufen anderer Kreaturen. Diese Art des doppelten Ressourcenmanagements ist ein weiteres Kernelement von Summoners. Bei Summoners aktivieren die Spieler ihre Beschwörer und Kreaturen jede Runde abwechselnd. Und sobald ein Spieler mindestens eine Kreatur herbeibeschworen hat, wird zu Rundenbeginn eine Aktivierungsreihenfolge über ein Kartendeck festgelegt. Diese Abfolge ist dann mehr oder weniger fix, kann aber auch manipuliert werden. Dieser Planungsaspekt ist ebenfalls typisch für Summoners. Mit 2 bis 3 Aktionspunkten pro Spielfigur können diese dann bewegt und zum Beispiel in Nah- und Fernkämpfe verwickelt werden. Sogar Reaktionen auf Aktionen gegnerischer Figuren sind möglich. Um mit einer Mana-Quelle zu interagieren und sie so unter die eigene Kontrolle zu bringen, ist ebenfalls ein Aktionspunkt nötig. All dies macht Summoners zu einem sehr taktischen und präzisen Tabletop-Spiel für vorwiegend 2 Spieler, das dank seiner Beschwörungsmechanik stark an erfolgreiche Sammelkartenspiele wie Magic the Gathering und Yu-Gi-Oh! Erinnert. Die deutschen Summoners-Regeln sind entweder als hochwertig gedrucktes Hardcover-Buch oder als kostenloses PDF verfügbar. Gleiches gilt für die zum Spiel nötigen Karten zu den verschiedenen Fraktionen. Aktuell sind 6 unterschiedliche Fraktionen erhältlich, eine 7. Fraktion erscheint in Kürze. Fast alle offiziellen Summoners-Miniaturen bestehen aus Resin und lassen sich mit Sekundenkleber mühelos zusammenbauen. Für den Einstieg sind die Adept-Starter-Sets ideal, denn sie bieten für viele Partien ausreichend Spielspaß. Danach lässt sich jede Fraktion mit Einzelminiaturen oder vorgefertigten Erweiterungssets ergänzen. Mehr als 10 bis maximal 15 Modelle sind pro Fraktion aber nie nötig, zumal niemals alle Figuren gleichzeitig auf dem Spielfeld stehen werden.
Weitere Infos und alle wichtigen Links zu Summoners findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Viel Spaß!